Lasst uns zum Einstieg des Videos mal mit was Positivem beginnen, denn das Positive liegt für diese Floating Markets ganz weit in der Vergangenheit zurück. Dienten diese Märkte früher dazu, lokalen Händlern die Möglichkeit zu geben, in wasserreichen Gegenden ihre Waren anzubieten, aber auch aus verschiedenen Provinzen ihre Waren dann halt in die Ballungsräume zu transportieren, um diese dann dort zu verkaufen. Ist das heute natürlich nur noch ein Abklatsch seiner selbst, aufbereitet für den Tourismus. Dabei versucht man natürlich immer so ein bisschen den Anstrich zu geben, dass man dadurch eine gewisse Art von Kultur bewahren möchte. Allerdings so richtig gut gelingt das scheinbar nicht. Wir sind heute hier am Pattaya Floating Market auch nur noch mal hergekommen, weil es halt dort in der letzten Woche diese große Brandkatastrophe gegeben hat und wir uns einfach mal anschauen wollen, ist das überhaupt noch was man besuchen soll oder nicht? Heute am 12.09.2023 wurde dieser Markt offiziell wieder eröffnet und wir nutzen dieses Datum einfach mal, um hier vorbeizugehen. Ich sage euch gleich am Anfang, normalerweise besuche ich sowas auch nicht, habe auch hier wirklich kein gutes Gefühl gehabt bei der kurzen Zeit, auch die wir hier nur unterwegs gewesen sind, weil alles wirkt einfach alt, kaputt, in die Jahre gekommen, völlig, ja, wie kann man das am besten beschreiben, das Gefühl, als wenn man versucht, so irgendwie so ein uraltes Haus am Leben zu halten, es von außen noch mit Balken abzustützen, ein bisschen Farbe drüber zu machen, damit der Anschein gewahrt wird, dass das ein bisschen noch, ja, vernünftig ist, dass es was Lohnenswertes ist. Dazu gibt es natürlich, wie immer in den Reiseführern und auch in den ganzen großen Katalogen noch sehr, sehr viele Hochglanzbilder, die einfach die schönen Seiten betonen, die sagen, guck mal hier musst du unbedingt herkommen. Das ist natürlich nur mein Eindruck, meine persönliche Meinung. Jemand anders kann das vielleicht ganz anders sehen. Und wenn man auch bedenkt, dass ja hier jeden Tag bis zur Brandkatastrophe und auch sicherlich in der Zukunft wieder scharenweise Bustouristen abgekippt werden, die sich das hier in ihrem Reiseprogramm gebucht haben oder denen das gebucht wurde, naja, dann ist das vielleicht ja so, dass die sich auch wohlfühlen, dass die diese Dinge auch mögen. Man hat jetzt notdürftig, ihr seht das gerade in den durchlaufenden Bildern, diesen Brandherd so ein bisschen mit ganz großen Planen abgedeckt. Es sind auch überall Arbeiter zu sehen, die da mit Stahl arbeiten, die dort schweißen, die Sachen wieder aufbauen. Einige Regionen kann man nicht betreten, was vielleicht auch nochmal meinen persönlichen Eindruck vom heutigen Tag so ein bisschen verstärkt, dass das eigentlich ja dem Ende hier zugeht, dass dies hier alles seinen Zenit langer Zeit überschritten hat. Dazu hätte es vielleicht auch diese Brandkatastrophe nicht unbedingt gebraucht. Gerade im hinteren Bereich sehr, sehr viele Freiflächen, die verwahrlost, verwildert aussehen. Ja gut, jetzt kann man sagen, das sind 200 Thai Baht. Man möchte sich das mal anschauen. Gut, wer das möchte, wer das mag und das auch mal gesehen haben will, für den ist das sicherlich gut. Ich hatte persönlich, wie gesagt, hier kein gutes Gefühl. Es hat mich auch nichts dazu bewegt, mich irgendwo dorthin zu setzen, selbst wenn die Nudelsuppen und so weiter, die es dort angeboten gibt, günstig sind, so einen Markt zu besuchen. Dazu gehört für mich persönlich auch so ein Feeling, dass ich mich da wohlfühle, dass ich sage, okay, ich kann vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit eintauchen, mich so ein bisschen auch ja damit befassen, wie die Kultur und so weiter alles mal gewesen ist. Jetzt ist das heute am Tag noch relativ ruhig hier. Lasst mal morgen dort wieder 20 Busse vor der Tür stehen, die sich dann da durchschieben und sicherlich auch nichts essen und nichts reinkaufen. Dann wird das hier ja auch alles nicht deutlich besser. Wie gesagt, liebe Zuschauer, das soll nur meine persönliche Einschätzung vom heutigen Besuch sein. Jedem sei natürlich freigestellt, sich dort selbst ein Bild zu machen vor Ort. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch solche Videos und ähnliche Themen interessieren, abonniert den Kanal, liked das Video. Dann sage ich danke und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.